Du wirst jeden Abend wach wegen Muskelkrämpfe oder deine Wade macht einfach dicht nach dem Sport? Dann bleib dran. In diesem Video erfährst du, was du machen kannst, um deine Beschwerden loszuwerden, kurzfristig, was du machen kannst, um die Beschwerden dauerhaft vorzubeugen und was nichts bringt gegen Wadenkrämpfen. Im Gegensatz zu das, was viele Leute denken, kommen Muskelkrämpfe nicht wegen geringer Magnesium oder zu wenig Flüssigkeit. Die wahrscheinlichste Ursache für Muskelkrämpfe ist eine Dysregulation zwischen Anspannung, wo die Muskulatur zu doll angefeuert wird, und dazu eine zu geringe Hemmung von der Anspannung. Und dadurch verspannt sie die Muskulatur extrem, was diese Krämpfe auslöst und dazu die Schmerzen. Eine ausführliche Erklärung über die Mechanismen, die die Muskelkrämpfe erklären, siehst du in diesem Video. Als erstes, was kannst du machen, wenn du eine akute Wadenkrampf hast? Das erste und beste Mittel ist direkt die Muskulatur zu dehnen oder in eine Dehnungsposition reinzubringen. Für die Wade wäre das zum Beispiel diese Dehnung. Vordere Bein gebeugt, das hintere Bein komplett durchgestreckt, der Fuß zeigt geradeaus nach vorne und mit dem vorderen Bein gehst du so weit in der Beugung, bis du in der Wade eine deutliche Dehnung spürst. Zusätzlich helfen kurzzeitig auch Maßnahmen wie zum Beispiel lokale Wärme auf der Wade oder die Wade zu massieren. Um Wadenkrämpfen vorzubeugen, vor allem wenn du nachts im Schlafen Beschwerden hast, sind diese einfache Übungen. Wenn man abends beim Schlafen Wadenkrämpfen bekommt, kommt es häufiger davon, dass man mit dem Knie gebeugt liegt und der Fuß so leicht nach unten. Dadurch ist die Wadenmuskulatur in einer Verkürzungsstellung, was die Beschwerden auslöst. Um dieses langfristig vorzubeugen, probier mal einfach diese beiden Übungen abends aus. Einmal solltest du die Wadenmuskulatur dehnen. Mit dem vorderen Bein gehst du jetzt in eine Beugung, das hintere Bein so weit gestreckt wie du kannst. Wichtig ist, dass die Ferse komplett auf dem Boden bleibt. Dein Knie soll komplett durchgestreckt sein und jetzt gehst du mit dem vorderen Bein so weit in der Beugung, bis du in der Wade und in der Achillessehne eine komplette Dehnung spürst. Bleib in dieser Position für 15 Sekunden. Langsam halten und nach 15 Sekunden wieder loslassen. Gleich anschließend darauf solltest du jetzt den Fußheber aktivieren. Das ist der Gegenspieler von der Wade. Die Aktivierung von dem Gegenspieler sorgt dafür, dass dieser Muskel weiter locker lässt. Lehn dich an der Wand zurück, deine Füße parallel hüftbreit auseinander und dann in dieser Position einfach den Vorfuß so weit wie möglich von dem Boden hochheben und langsam wieder runter. Und auch hier 15 Wiederholungen. Wichtig ist, dass du so weit wie möglich den Vorfuß komplett von dem Boden hochhebst und dann langsam wieder runter. Nachdem du 15 Wiederholungen davon gemacht hast, drehst du dich noch einmal um und gehst wieder in die Dehnung. Und ebenfalls hinterher nochmal 15 Mal den Vorfuß hoch. Das Ganze solltest du dann 3-mal wiederholen. Das heißt 3-mal die Wade dehnen und 3-mal der Vorfuß 15 Mal hochheben. Diese Strategie mit der Dehnung von der Muskulatur, die krampft, plus eine Aktivierung der Gegenspieler ist die beste Methode, um dauerhaft und langfristig Krämpfe loszuwerden. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere meinen Kanal. Somit verpasst du keine neuen Videos von mir und hast immer einen extra Tipp für deine Gesundheit. Und zu guter Letzt, was überhaupt keinen Einfluss auf deine Beschwerden hat, ist die Einnahme von Magnesium. Abgesehen von dem Fall, dass du vielleicht schwanger bist und deswegen mehr Muskelkrämpfe hast, scheint die zusätzliche Einnahme von Magnesium überhaupt nichts zu bringen. Unabhängig von der Dosierung, von dem Alter oder vor allem bei älteren Menschen, scheint es keinen einzigen Einfluss zu haben auf deine Beschwerden. Probier die Dehnung aus und mach die Übungen.
Ich bin mir sicher, die werden dir helfen, um deine Beschwerden zu lindern. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!